English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin hier um die halbe Welt wieder gereist, genau genommen in die Schweiz zur Firma Lorica. Also es sind 2 Stunden von mir Autofahrt, ne? Halbe Welt ist ein bisschen übertrieben. Der Simone, Firma Lorica, er ist der Besitzer, der Inhaber der Firma Lorica. Du hast die vor einigen Jahren, vor vielen Jahren gegründet, 10 Jahren. Vor 10 Jahren gegründet. Du hast die größte Reptilienzucht der Schweiz, richtig so? Das ist richtig, ja. Ja. Und da wollen wir uns heute umschauen. Was bekommen wir zu sehen, Simone? Wir haben bei uns 150 verschiedene Arten. Vorwiegend Echsen, ein bisschen Schlangen, Amphibien und Insekten. Okay, das werden wir uns jetzt anschauen. Teil 1 machen wir vielleicht grobe Überblick. Teil 2 gehen wir ein bisschen spezieller in die Zucht. Verrät uns einige Zuchtgeheimnisse, Zuchttricks. Legen wir los. Hier sind wir im Arachnidenraum. Was haben wir hier alles? Hier linke Seite Vogelspinne, wie ich sehe, gell? Genau, ja. Vogelspinnen, auf der rechten Seite Skorpione. Und hier sehen wir auch ein schönes großes Terrarium von der Poecilotheria metallica, die wir auch gut nachzüchten. Einfach zu zeigen, dass man auch mal ganz Großes auch für die ganz Kleinen machen kann. Klar sind Ansitzjäger die Vogelspinnen, trotzdem kann das auch anschaulich aussehen in einem Wohnzimmer zum Beispiel. Ja, so als Schauterrarium, gell? Richtig. Genau, ja. Und die Vogelspinnen züchtest du auch seit Jahren, Jahrzehnten. Ja, Metallica weiß ich, habe ich von dir schon gekriegt. Ja. Die Sachen, Vogelspinnen, Skorpione, nach wie vor, vielleicht nicht mehr so der Schwerpunkt in der Terroristik, aber nach wie vor etabliert. Ja, genau, immer noch ziemlich stabil. Wir versuchen natürlich auch von den Pandinus imperatoren viele zu züchten, weil sehr gut nachgefragt und ich denke, es ist notwendig, dass wir da eine gute Zucht hinbekommen. Und auch andere Arten, die eigentlich immer noch importiert werden, was nicht unbedingt sein muss, wie die Grammostola pulchra, haben wir auch gut nachgezüchtet. Und einfach um zu zeigen, dass es eigentlich möglich ist, wenn man will. Was man sie nicht mehr einführen muss, gell? Der Genau. Pandinus ist ja gestrichen jetzt, da unten Genau, sitzen das sie, ist gell? richtig, ja, genau. Sondern dass man den Bedarf auch mit Nachzuchten decken kann. Gell? Genau. Hier sind wir ein wenig in der Dunkelkammer oder im Gruselkabinett, oder was haben wir hier, Simone? Die genau. Freakshow. Hier sind verschiedene Exponate, Präparate. Ich sammle das schon seit über 20 Jahren, ich wusste nie wieso. Jetzt haben wir diese Kammer eröffnet oder bei uns die Ausstellung eröffnet und das passt ganz gut. Man sieht hier zum Beispiel die Königspython, eine präparierte, die ist gestorben, haben wir dann bekommen, haben wir zusammen mit der Universität Zürich geöffnet und geschaut, was da passiert ist. Ja. Echt interessant, habe ich so noch nie gesehen. Und hier diverse oder jede Menge andere Präparate. Gell? Irgendwo habe ich vorher was gesehen, Bardagame mit Legenot oder sowas. Gell? Genau. Henry Larsoni, Legenot. Okay, ja, interessant. Also da kann man schon allein hier wahrscheinlich eine Stunde lang sich Stück für Stück angucken. Gell? Ist so, ja. Jetzt sind wir hier im Raum 1 deiner Zucht. Gell? Wir sehen, du hast alles unheimlich aufwendig eigentlich gemacht, die Terrarien, ne? Schön gestaltet, sehr groß. Also ich war schon in vielen Schlangenzuchten, also wenn ich jetzt an USA oder sowas so im Schubladensystem denke, ist hier völlig anders. Ne? Du hast überall die Glasterrarien mit Deko, Beleuchtung, alles komplett strukturiert. Wirklich toll. Ja, es ist ja einerseits die Zucht, die wir hier haben, aber auch die Ausstellung, die man besuchen kann. Jeweils Mittwoch und Samstag haben wir offen und da können die Leute wirklich schauen, wie halten wir die Tiere hier. Dann hast du hier Publikumsverkehr auch, die können da überall rumlaufen, die genau, Leute ja. gucken. Okay. Kleiner Eintrittspreis. Aha. Und es ist ja halt auch so, wir möchten auch den Leuten zeigen, dass Terroristik auch Spaß macht, in dem Sinn vom Einrichten, große Terrarien.
Und es ist natürlich auch so, in der Schweiz sind die Vorschriften wirklich streng in der Haltung und wir haben da auch Vorbildfunktion. Wir möchten da wirklich zeigen, was machbar ist. Wir haben ja ein bisschen die Philosophie, wie das Bild da oben zeigt. Wir stellen uns vor, wenn wir mal so in einem Terrarium sind, was hätten wir denn gerne? Klar sind die Bedürfnisse der Tiere nicht die von uns Menschen, aber dass es dem Tier so gut geht wie nur möglich. Dass er einfach in der natürlichen Umgebung, nicht in irgendeiner Schublade Genau, ja. aufwächst. Genau, ja. Ja, schön. Dann drehen wir mal eine Runde und nehmen die Kamera mit. Da haben wir Halsband-Leguane, Colaris bailey, gell? Halsbänder Genau. züchtest du auch seit Jahrzehnten, glaube ich, gell? Aha. Ja, das war eine Herausforderung bei der Zucht, bis das dann geklappt hat. Bei der Halsband-Leguane, ja? Ja, da gibt es ein paar Geheimnisse, die man beachten muss. Okay, können wir nächste Folge, gehen wir da drauf ein. Lass uns das merken. Hier Varanus Der acanthurus, Acanthurus. Stachelschwanzvaran, da hinten, da sieht man nur das Schwänzchen rausgucken leider, gell? Der jagt gerade eine Grille. Okay, hier haben wir Clowerty. Da steht Eier suchen, das ist für deine Kollegen oder was? Da heißt, Genau, richtig. da kommt irgendwas demnächst. Die wissen dann ab dem Datum Eier suchen. Wo es interessant wird, müssen die jeden Tag gucken, Genau, ja. was drin ist. Okay. Hier ein Nackenstachler. Früher klassisches Importier, gell? Genau. Da sitzt da, guck, da sieht man schön. Das sind jetzt Nachzuchttiere und wir warten jetzt noch auf 2 Weibchen und dann werden wir die auch versuchen nachzuzüchten. Man sieht, wir haben oft auch Kunststoffpflanzen drin. Da werde ich immer gefragt, ja, aber Terroristik, das ist doch mit echten Pflanzen. Geht natürlich, ich bin absolut für echte Pflanzen, aber ich bräuchte 2 Gärtner, um dann alles in 1000 Terrarien zu pflegen und das geht leider nicht. Ja, Würde ich ja. gerne machen. Naja, eben zum Teil hast du ja wirklich schön echte drin. Hier bei den Genau, das, Bombina orientalis, Rotbauchunken, gell? genau, die Epipremnum, eine der einfachsten Pflanzen. Aber so muss man Kompromiss machen, gell? Ja, das ist Hier wieder Eier suchen ab 18.06. Also geht los. Stachelschwanzvaran, oh ja, da würde ich auch gern Eier suchen. Das ist das Weibchen gut. da. Da oben sitzt da, gell? Genau, man Da sieht oben. ziemlich prall. Mordsschöne, gell? Unheimlich ausgeprägte Zeichnung. Hier haben wir Makrei, gell? Hinter Folie. Das ist deswegen so als Sichtschutz. Ja, das ist eine ganz spezielle Folie. Wir können das Tier sehen, aber das Tier sieht uns nicht. Der Makrei ist grundsätzlich sehr ein scheues Tier und da achten wir darauf, dass sich das Tier auch wohlfühlt und es lässt sich natürlich auch etwas einfacher züchten, wenn es nicht immer erschreckt wird. Dann ist das im Prinzip wie man es im Auto hat, oder? Also mein Auto habe ich verklebt mit so Folie. Genau. Von innen sieht man raus, aber Genau. von außen nicht rein, beziehungsweise in dem Fall andersrum. Das ist das Ja, Prinzip. das ist eine clevere Idee, gell? Das ist ja echt perfekt. Ja. Im Prinzip kann man dann einfach so aus dem Autofolienbedarf, wird man das wahrscheinlich kaufen Ja. können, oder? Genau. Okay. Ja, Würde ich sehr- jetzt auch bei verschiedenen Arten wie Basiliscus plumifrons. Genau, ja. Der auch halt sehr alles, scheu was, genau, ja, ja. Genau. Ah, hier. Kragenechsen, Kragenechse. Chlamydosaurus kingi, sieht man sie Da irgendwo? oben Ah, da links. oben sitzt eine. Guck. Ist auch ein schwangeres Weibchen. Drin ist auch bald Zeit, Eier zu suchen hier. Okay, kommt bald Schildchen hin, Eier suchen. Hier die Amphibienabteilung oder Ecke, gell? Also du hast irgendwas erzählt hier, wo ist der Frosch, der so laut ist? Der Baumhöhlenkrötenlaubfrosch, Baumhöhlenkrötenlaubfrosch. der ist in Fictrix. Du sagst, das ist einer der lautesten Frösche, Ja, die es gibt. Das Männchen, das adulte Männchen. Das sind die kleinen Scheißer da unten, ja, oder? Genau, ja, die werden aber noch ziemlich groß. Ach so, okay. Und die Männchen sind sehr, sehr laut. So einen im Schlafzimmer, das würde ich nicht empfehlen. Das ist vorbei mit der Nachtruhe. Okay, kenne ich gar nicht.
Und was, wenn du sagst, die werden recht groß, wie groß werden die ungefähr? Oder wie viel Ja, so Zentimeter? circa 10 cm. 8 bis 10 cm ungefähr. Ah, doch so groß, ja? Ja, ja. Also so so wie so ein Korallenfingerlaubfrosch, so die Größe, oder? Ja, ein bisschen kleiner, ja. Aha. Ja. Ah, hier nochmal Kingis, gell? Genau, das ist das Altersheim. Das sind die habe ich schon sehr, sehr viele Jahre. Ist die Pensioniertenvoliere. Bei uns bekommen auch ältere Tiere die Möglichkeit, noch ehrenvoll Okay, das restliche Leben zu genießen. die Rentnerecke. Hier die Lemanctus serratus in dem Fall, gell? Genau, ja. Kronenbasilisken, die finde ich auch obertoll. Ja. Die sind so lange Haut- und Knochenviecher, gell? Aber die haben irgendwie, die haben was, gell? Ja, das sind wirklich sehr, sehr schöne Tiere, sind ruhige Tiere. Genau, sind auch gar nicht scheu, gell? Man Genau, kann reinfassen, die hauen nicht immer ab, gell? Sieht man Genau. eigentlich bei so einem, sieht ja aus wie so ein Fluchttier eigentlich, wo man, der sofort abhaut, aber genau das Gegenteil, gell? Die sind ja völlig gechillt, gell? Haben wir jetzt auch gut nachzüchten können. Klappt mittlerweile auch schon das 3. Jahr nacheinander. Okay, Ziemlich gut, super. ja. Schönes Chilisaurusbecken, gell? Ja. Da sitzt er auf dem Stein. Chilisaurus crocodilurus. Ist auch ein Zuchtprojekt, das wir haben mit der Citizen Conservation. Okay. Sind wir jetzt gerade dran. Gibt in der Natur ja wirklich nur noch einige Tausend oder vielleicht wenige Zehntausend in der Natur, gell? Ich glaube, da ist die Terroristik tut da ihren guten Teil dabei, dass man dass die Absolut. erhalten bleiben oder sowas, gell? Ja, das Problem wurde, ihr Fluchtverhalten wurde eigentlich zum Verhängnis. Die haben ja, die sitzen da auf Äste in der Nacht, Ja. unten meistens ein fließendes Bächlein. Und wenn sie Angst bekommen, lassen sie einfach fallen und würden dann in den Bach fallen. Ja. Dann warten die Leute da, erschrecken die Tiere mit einem Netz unten und die fallen ins Netz. Und ihr Fluchtverhalten wurde ihnen zum Verhängnis. Weil sie so leicht zu fangen sind, deswegen, Ja, genau. oder was? Okay, ach was. Ich gar nicht gewusst, siehst. Oh, hier wieder Warane, Klauerti. Ach, hier die Bartagamen Kinderstube da oben, gell? Genau, ja. Wie viel Bartagamen im Jahr hast du ungefähr, kannst du das sagen? Ja, wir züchten relativ wenig. Es sind 40 Tiere pro Jahr, die wir züchten, nicht mehr. Wir haben halt auch viele Anrufe, die sagen, du, ich weiß nicht wohin, hast du noch Platz? Und Okay. deswegen Aus eigener Zucht, ja? Habt ihr gar nicht viel? nicht so viele. Nee, ja. okay. Ja. Also von den Viticeps, gell? Ich weiß, dass die Minima, die züchtest relativ viel, Die oder? Minor züchten wir Oder wirklich. Minor, nicht Minima. Genau, Minor. die züchten Aha. wir wirklich gut. Und auch die Henrys züchten wir Okay, gut. und bloß die Viticeps Da haben wir weniger. Okay, genau. okay. Und hier ein fetter Ochsenfrosch. Aha. Der ist natürlich auch ein cooler Kerl. Das ist unser Maskottchen. Nachdem er mich blutig gebissen hat, Okay. habe ich ihn ins Herz geschlossen. Und jetzt darf er da bei uns sein. Der ist doch wahrscheinlich ausgestopft, oder? Ja? Also Kannst ja mal die Hand, ein Hand Gummitier, reinhalten, mal ein schauen, was Gummitier passiert. reingestellt. Ich glaube, er hat Hunger. Sind die so garstig, ja? Können die so garstig sein? Ja, die sind einfach hungrig. Die haben Okay, immer Hunger. okay. Ja, er hat mich zum Fressen gern. Und wenn da so ein halb italienischer Schweizer daherkommt, dann denkt er, den haut er jetzt weg, oder Ja, was? genau. Okay, Diesen nicht kleinen schlecht. Kerl, den fresse ich locker. Okay. So, hier ist Raum 2, gell? Ja, genau. Also, liebe Reptil-TV-Gemeinde, theoretisch könnte man jetzt in jedes Terrarium, also der Raum 1 haben wir jetzt ja im Schnelldurchlauf, sind wir da durch. Wir müssten in jedes Terrarium reinfilmen, aber das können wir ja gar nicht, deswegen müsst ihr hierher kommen. Also es ist wirklich sehenswert. Die Terrarien sind wirklich toll. Guck mal, hier wieder die Cotaphytus Wichita Mountains sind in dem Fall, gell? Mhm. Genau. Die
Die Rückwände, hier ganz gutes Beispiel, beziehungsweise es gibt noch viel schönere Beispiele, müssen wir nachher mal eins zeigen. Du sagst, die Rückwände produziert ihr auch selber, gell? Du hast hier so einen Künstler, der die Rückwände macht. Müssen wir nachher noch mal zeigen. Also da gibt es welche, die sind der Hammer. Also das ist wirklich nicht zu unterscheiden von lebenden Rückwänden. Ne? Ja, er ist ein Künstler, der ist wirklich top, was er macht, ist einfach genial. Und wir haben auf Kundenwunsch machen wir dann die Größe, die dann ins Terrarium passt, perfekt. Wir kleben die auch selber rein, wenn jemand nicht weiß, wie. Okay, also der Kunde sagt, Rückwand so und so groß und dann wird die für den angefertigt. Genau, ja. Ja, jetzt haben wir natürlich hier keine Kratzer. Doch, ja, hier haben wir was zum Zeigen ein bisschen. Genau, guck mal hier mit Königspütern, mit kletternder Königspütern sogar. Jetzt soll doch einer sagen, Königspütern ist Bodenbewohner. Sie ist ein bisschen eine spezielle Dame, die mag das einfach in der Höhe. Wir wissen nicht warum, aber... Ja, ich nehme an, da wird es schön warm oben bei der Lampe. Das ist ja auch manchmal so der Grund, dass sie dann, wenn der Boden, also der Abstand von der Wärme bis zum Boden, ich denke, bis die Wärme unten ist, hat es da unten ja bestimmt 3-4 Grad weniger vom Temperaturgefälle. Gell? Und dann wird aus dem Bodenbewohner ein Kletterer, weil er einfach die 2-3 Grad Temperatur mitnehmen will. Gell? Ja, wenn sie so ist wie ich mag auch Wärme. Genau, dann klettert sie. Geht's also. Hier ist wieder Eiersuchen angesagt. Colaris Bailey, ne, die gelb- oder goldköpfigen Halsbandleguane. Also die Halsbandleguane müssen wir auch im zweiten Teil, da möchte ich auch was über die Zucht wissen, weil ich weiß, du züchtest die seit vielen Jahren und Halsbandleguane sind ein echter Klassiker in der Terroristik. Da müssen wir uns ein wenig drüber unterhalten. Hier Bartagamen. Lass uns mal zum Thema Beleuchtung noch ein kurz was sagen. Oder Beleuchtung machen wir vielleicht im zweiten, im Zuchtteil. Gell? Hier Lampropeltis Getulus nigrita, schwarze Kettennatter. Vor 10, 15, 20 Jahren gab es da richtig viel. Gell? Jetzt kriegt man keine, wenn man welche kriegt. Guck, da hinten links in der Ecke ist auch noch eine. Wenn man welche kriegt, Babys mittlerweile etliche 100 Euro. Gell? Ist echt verrückt. Ach ja, die Zucht funktioniert auch ganz gut. Schwarze, ja genau. Und klar, schwarze Schlangen, immer beliebt. Hier Testudo Ecke. Genau, das sind die Hermanni Böttgeri. Haben wir auch die Graeca ibera. Züchten wir nicht selber. Da bekommen wir von Privaten ab und an was. Also hier sind jetzt wieder Dornschwänze, da hinten waren Dornschwänze. Also du hast es nicht, ich nehme an, wahrscheinlich dem Praktischen geschuldet oder wenn das passende Terrarium jetzt halt hier ist und die anderen Uromastik sind da drüben, dann sagst du halt scheißegal, dann sind die einen hier, die anderen da, oder? Du hast da jetzt nicht, weißt du, wie ich meine, nicht alles sortiert, das und das beieinander. Wir haben es nicht gebündelt, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es für den Besucher spannender, da sieht man auch, wenn man jetzt vielleicht den Nigriventis nicht gesehen hat, oder den Uromastix, da sieht man vielleicht den Uromastix im anderen Gang. Da sieht man einfach ein bisschen mehr Tiere und es ist ein bisschen spannender. Ist vom Aufwand her geringfügig größer, weil die Leute, die da sind, die wissen genau, ich gehe da, ich mache das. Ja, wenn die Echsen versorgen, die wissen, einen Gang weiter nochmal die Uros füttern oder so. Gell? Das ist ja dann... Ja, und manchmal ist es auch in der Terroristik so, gell? Es ergibt sich, dann ist das Terrarium passt genau für das und das Tier. Und dann man kann das ja auch mal nicht unbedingt umbauen. Hier ist wieder Eiersuchen angesagt. Henry Larsoni. Australische Taubagame, das ist natürlich echt auch spannend.
Sind die adult in der Größe, oder? Ja, die werden nicht größer. Die haben eine Körperlänge von maximal 6 cm. Okay. Kommen aus Australien, werden Taubogame genannt, weil man die Öffnung des Gehörgangs nicht sieht. Nicht sieht. Ja. Ach was. Also da müssen wir auch nächste Folge vielleicht intensiv drauf eingehen. Mhm. Wenn da auch, also Eier suchen heißt, du züchtest sie. Mhm. Und die Babys sind dann Die sind so groß wie die Heimchen. Genau, verschwindend klein. Okay, das müssen wir auch näher besprechen. Buschkrokodil da unten, die wird man nicht sehen wahrscheinlich gerade, oder? Ja, extrem scheu. Buschkrokodil ist schwierig. Sind auch wir eher selten. Wir haben 2 Arten, die Gracilis und die Nova Guinea bei uns. Züchten wir beide ziemlich gut. Ach was. Und ein sehr gefragtes Tier in der Terroristik. Ja, das ist was für immer interessant ist. Gell. Sind wir durch mit den 2 Räumen? Also zuchtmäßig sieht es gut aus. Ne? Eiersuchen war an vielen Dingern. Was ist dein Zuchtgeheimnis? Ich glaube, ich bin geboren worden, um zu züchten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber der Grund, warum wir so viel züchten, so viele Arten züchten, ist der, dass wir wirklich in der Schweiz, also es ist mein Hobby und es war tragisch, dass ich gesehen habe, worauf mein Hobby gebaut ist, und das ist eigentlich mehrheitlich Wildfänge vor 2011. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich möchte gern züchten für die Schweiz, und so habe ich jetzt 150 Arten, 2000 bis 2500 Tiere hier bei uns, damit wir den Schweizer Zoofachmarkt so beliefern können. Mit Nachzuchten? Mit Nachzuchten, genau. Dann gehen wir noch kurz in euren Zuchtraum reingucken, ob wir da vielleicht irgendwas Spannendes sehen. Dann hast du noch einen extra Raum für die Jungtiere, gell? Genau, ja. Können wir da noch kurz einen Blick, werfen wir da noch kurz einen Blick rein? Mhm. Wo müssen wir lang? Hier lang, also. Hier sind wir in der Kinderstube, oder? Du hältst fast alles one by one, oder? So ziemlich jede Nachzucht einzeln, oder? Ja, das ist so. Jetzt gerade bei den Nephruren, bei den Anolis, bei den Strophuren halten wir die Tiere wirklich einzeln. Wir haben gesehen, das Licht ist gerade ausgegangen. Wir haben auch einen Zyklus bei den Jungtieren. Wir haben wirklich überall, auch hier, UV, so viel UV, wie sie benötigen, um gut zu wachsen. Und wirklich in der Regel, wie du gesagt hast, jedes Tier einzeln, auch bei den Pristurus, diese legefreudigen Geckos. Das sind also Zwerggeckos, gell? Genau, ja. Kann man auch noch näher vielleicht drauf zu sprechen. Okay, also da habt ihr natürlich jede Menge zu tun. Ja, jeden Tag Türchen auf. Da hinten geht es weiter. 1, 2, 3 Gänge davon. Da hast du natürlich einiges zu tun, du und deine Kollegen. Das ist so. Jeden Tag alles durch, gell? Man sieht, es sind noch ziemlich viele Terrarien leer. Das liegt an der Saison. Wir haben in den Inkubatoren so gegen 1000 Eiern, die schlüpfen, und täglich mehr, die gelegt werden. Und das ist auch gut, dass wir viele leere Terrarien haben, dass wir nicht überrumpelt werden. Wo dann jetzt ist Anfang der Saison im Prinzip, gell? Jetzt liegen die meisten Eier, und dann wird hier peu à peu aufgefüllt. Dann lass uns mal den Brutraum noch angucken. Hier sind wir in eurem Zuchtraum, oder? Jede Menge Inkubatoren. Du machst das gleiche Prinzip wie ich. Viele Inkubatoren, nicht den ganzen Raum, gell? Genau, richtig. Wir haben für jede Art, die wir haben wir die Temperatur, die wir so einstellen. Bei den Genotypen ist es natürlich nicht besonders sinnvoll. Bei den Phänotypen können wir das ja steuern mit der Inkubationstemperatur, ob Männchen oder Weibchen. Und so haben wir... Okay, hier immer die Temperatur drauf, Genau. 28, 26. Okay. Hast du irgendwo was Spannendes, wo wir gerade reingucken können? Ja, wir haben hier den Inkubator, wo man auch reinschauen kann. Ich kann ihn sonst auch kurz öffnen. Das ist der Nephrurus, Das sind verschiedene Nephruren, genau. Okay.
Wir sehen Du verwendest Schöne Substrate. Perlit als Substrat, ja? Perlite, Ceramis, aber auch Vermiculit, Vermiculit. Also Genau. verschieden, je nach Art. Art. Genau. Okay. Zum Teil auch Erde Okay. und verschiedene Mischungen pro Art, genau. Hier sehe ich Buschkrokodil. Ist da was drin? Darf ich mal reingucken? Ja, kannst mal öffnen. Hab ich auch noch nie gesehen. Okay, eines im Moment. Das ist die Nova Guinea. 12.05. 12.05. Müsste demnächst so weit sein, oder was weißt du auswendig? Was haben die, wie lange? Ich müsste selbst nachschauen. Wir haben Okay. 150 Arten. Ich weiß nicht immer genau, welche Art, aber Wie wir haben lang? einen Profi bei uns, die Person weiß ganz genau, welche Art, wie lange Wie lange braucht? das dauert genau. Ich glaube, Buschkrokodil hat es noch an anderen Arten, ich weiß jetzt nicht genau wo. Aber soviel ich weiß jetzt von den Grazilis wurden mehr gelegt als nur ein Ei, aber es ist immer schwierig Aha. zu finden, wo genau. Ist ja Wo überall, war's? fast überall was Da drin. ist dein Zuchtmeister. Der fehlt jetzt hier, der wisst ja alles. Genau. Also von den 150 Arten, wie viel züchtest du effektiv oder wie viel hast du von denen schon gezüchtet? Das sind je nach Jahr, wenn wir gute Jahre haben, züchten wir 1500 Tiere ungefähr. Okay. Wenn es nicht so gute Jahre sind, dann vielleicht gegen die 1000. Und wie viele verschiedene Arten? 150 Arten sind es. Wo du auch züchtest? Ja, wir züchten fast alle Arten, die wir hier Okay, haben. okay. Erfolg haben wir bei circa, könnte ich jetzt nicht genau sagen. Wenn ich jetzt schätzen müsste, wären es ungefähr 80 Arten. Wenn Okay. wir regelmäßig wirklich gute Erfolge Nachzuchten haben, Ja. okay. Da sind aber auch Arachniden, Insekten mit dabei, Aha. Amphibien, da sind Echsen mit dabei. Ja, eben Insekten haben wir jetzt gar nicht gezeigt. Da hinten haben wir noch so diverse, ach so, hier habe ich es auch gesehen, Gottesanbeterinnen Genau. oder sowas. Mantiden. Mantiden, genau. Mhm. Ja, schönes Schlusswort hier, würde ich sagen. Hier in der Kinderstube nicht, aber in der Zucht. Wir machen in Teil 2. Da möchte ich auf ein paar bestimmte Arten eingehen. Mhm. Was nehmen wir da? Auf jeden Fall vielleicht die Halsbandleguane kurz Ja. ansprechen. Vielleicht Die Taubergaben, Zwerggeckos, die Taubergamen, Mhm. genau. Buschkrokodile. Buschkrokodil. Gucken wir uns in Teil 2 an. Mhm. Erstmal danke für den Teil 2. Bleibt uns treu und wenn ihr Zeit habt, checkt Lorika in der Schweiz. Danke dir.